Ted, are you awake? Can you feel that rumbling? That's the vibration of thousands of stomping feet. Oh no, not another bleeding war. Didn't much like being killed the last time. No, you tosser, there's a game on at Wembley tonight. I'd love to climb out of this grave and see a bit of footy again. It's been raining. Must have been pissing down because it's trickled in my coffin all afternoon. The old sliding tackles will be flying in tonight, all right. Are you listening, Ted? Shall we get out of these sodding graves and go to the match? It's only a mile or so away. We'll be there in no time. Ted? Oh, my poor old bones ache. Come on, Ted. How long have we been lying here? Donkey's years. 23 bleeding years. You get used to the darkness, the cold and cramped conditions, even going without a bit of the other or a nice cup of tea. But I do miss the old footy, Ted, and I know you do too. Come on, lazy bones, we're going to the match. Better hurry, they're probably tossing the coin as we speak. All right, but and if we can shit in the royal box and fondle bigwigs' wives? You're on. Now you're talking, Dick. Oh, we're a couple of stiffs, da-da-da-da-da-da-da-da. Now, rules, now team news. Meine Damen und Herren, wir dürfen nun das österreichische Literatentraumteam vorstellen. Hans Weigel hat als Chef ein Traumteam aufgebaut. Ja, der ist erfahren und ausgefuchst genug, schon 100 Jahre lang. Ja, Teamarzt Professor Sigmund Freud wird sagen, dass es kein Albtraum wird. Und ich spiele ja auch analytisch gut im Griff, sicher besser als der Professor Schneckerl. Ja, und Teamer ist der Günther Nenning. Ah, der mit dem Austro-Koffer. Und als Traummanager steht dem Weigel Franz Grillparzer zur Seite. Ein Traum, fast wie im Leben. Well, Jamie, we're all looking forward to the game. What do you think of Jeffrey Archer's team selection? I say there's no place for Milton in goal. Instead, he's packing the 430s Pirates between the posts. Hardly like for like. Well, Gary, what can I say? England's form man McSpawndy in goal covers both goalpost, crossbar and goal line, and it's great at dealing with crosses from the right and throwing out down our left, but of course there's that nagging weakness of getting it out to their own right wing, and the fact that there are 4 of them does cause the odd dispute in front of the sticks. As for Milton, for the past 350 years he's had trouble with positioning and almost blind understanding with his defence, but today his play lacks vision. Seems like paradise lost, I'm afraid. Tormann sollte eigentlich Peter Handke sein, der beschimpft jedoch nach wie vor das Publikum und hatte Angst beim letzten Elfmeter. Drum ist der Fritzl Thorberg aufgestellt. Fast der Luxus, dieser Koloss zwischen dem Pfosten. In der Verteidigung Marie Ebner von Eschenbach, ein robustes Uhrwerk. Und Tommy Bernhard. Ja, gut im Holzfällen, die Engländer sind nicht zu beneiden. Dann Peter Roseka. Ein echter Naturbursch aus der grünen Mark. Back row of Dickens, Wolfe, Blake and Orwell. We know Virginia Woolf's very physical and there won't be an Austrian forward who's not afraid of her. Well, Gary, what can I say? Charles Dickens at right back, always asking for the ball. Can I have some more, sir? Real Scrooge when he goes in. Virginia Woolf, great attention to detail. A stream of consciousness is just amazing. William Blake, what can I say? Visionary centre-half, green and pleasant England's captain, and at left-back George Orwell. Of course, he hasn't scored since 1984, but a real animal when it comes to tackling. He just pigs in there, and he'll be trying extra hard today because his big brother will be watching him. Wie gefällt eigentlich das Mittelfeld mit Brecht, Bachmann, Schwab und Jandl? Der Berti Brecht, wer hat da wohl kaukasische Kreide fressen müssen? Der Brecht oder Traumchef Weigel? Wahrscheinlich der Brecht. Ist jedenfalls eine Stütze, wie der Jandl, Ernstl. Links oder rechts? Eigentlich egal. Als Serienfuß ist auf jeden Fall Kapitän. Und die Bachmann hat in Rom gute Form bewiesen. Und der Werner Schwab bringt sicher frischen Wind. Midfield made up of Shakespeare and Keats. No arguments there, Kenny. Midfield, well, what can I say, Gary? Clearly Shakespeare, grand old playmaker, a genius, getting his 3,000th cap tonight. He just seems to get better with time. Play him anywhere, he's so versatile, although reports in papers
suggests he might actually be two people or someone else. Johnny Keats, flighty as a nightingale, knows how to express himself, but he's been badly injured recently, and we don't know how long his career is going on for. Looks like it might be prematurely curtailed if his health doesn't clear up. In fact, he's said to be on the transfer for the Italian league, AS Roma, I believe. Im Sturm mit der Mitte der Herzmanowski Orlando, Ja, als Goalschreck. dann der Nepomucnestro wird sich sicher mit der englischen Verteidigung einen Jux machen. Ja, und mit Wolfi Bauer könnte es wieder einen Magic Afternoon geben. Ja, und jedermann auf der Ersatzbank ein wahrer Kapazunda. Da sitzt dann noch der Robert Musitz, seine Eigenschaften sind nicht ohne. Und mit dem Hoffmannsthal steht ein festspielerprobter Jolly Joker von Red Bull Salzburg zur Verfügung. Auch Hilde Spiel könnte noch ins Spiel gebracht werden. Dann noch Merkel. Max oder Angela? Nein, die Inge. Und gar noch ein Traumkeeper wie der Freddy Kobin auf der Bank. Ein Traum von einem Team. Fascinating stuff, Kenny. Front line of Bronte, Yeah. Conrad, Right. Byron and Shelley. Oh, The last two know how to express themselves, and Conrad's playing well since his return from the Congo. Bronte backing after a ban, that's a surprise, Sammy. well, what can I say, Gary? Yes, Emily Bronte back after repeated suspensions for using smelling salts and swooning. Brilliant but erratic dribbling queen. But does she go down too easily? Oh, certainly does, Gary. With great passion too, I would say. Phew. But what's the alternative? Elizabeth Barrett Brown? Anyway, on the left we have Percy Shelley. He's been running up and down that left wing like the West Wing for centuries now. A real anarchist of a winger. Up front, powerhouse Joe Nostromo Conrad, formerly of Poland, of course, now registered to play for England. He's got a heart of darkness, he has. A really dangerous goal-getter. And paired with Byron, superbly fit as usual, despite his limp, still swims the Bosphorus every morning and eats baby turks for breakfast. Adam Riese und die Fußballregeln, Teil 1. Sehr geehrter Herr Adam Riese, gerne beantworten wir Ihre geschätzte Anfrage und erlauben uns, die für Sie von Interesse scheinenden Passagen des geltenden internationalen Fußballreglements wie folgt mitzuteilen. Regel Nummer 1, das Spielfeld, Punkt 2, Abgrenzung. Das Spielfeld soll durch gut sichtbare, nicht mehr als 12 cm breite Linien abgegrenzt sein, aber nicht durch V-förmige Regeln. Regel Nummer 2, der Ball. Der Ball soll kugelförmig sein, die äußere Hülle soll aus Leder bestehen. Für seine Herstellung darf kein Material verwendet werden, das den Spielern Gefahr bringen könnte. Der Umfang des Balles darf nicht mehr als 71 cm und nicht weniger als 68 cm betragen. Bei Beginn des Spieles darf das Gewicht nicht weniger als 396 Gramm und nicht mehr als 453 Gramm betragen. Regel Nummer 10, ein Tor wird erzielt. Ein Tor wird erzielt, wenn der Ball in seinem vollen Umfang die Torlinie zwischen den Torpfosten und unter der Querlatte überschritten hat, ohne dabei von einem Spieler der angreifenden Mannschaft mit dem Arm oder der Hand angehalten bzw. geworfen, getragen oder gestoßen worden zu sein. Sollte die Querlatte während des Spiels aus irgendeinem Grunde entfernt worden sein und der Ball überschreitet nach Ansicht des Schiedsrichters die Torlinie unterhalb der Stelle, wo sich die Querlatte zu befinden hätte, so ist auf Tor zu entscheiden. Wir hoffen Ihnen damit gedient zu haben und verbleiben mit sportiven Grüßen und einem dreifachen Hip Hip Hurra, Ihr FIFA-Sekretariat. Euer Hochwohlgeboren, sehr geehrte Herren von der FIFA. Mein außerordentlicher Dank gilt Ihnen für die Übermittlung der Auszüge aus den internationalen Fußballregeln. Wie Ihnen sicher zugetragen wurde, bin ich beruflich Mathematikus und befasse mich in meiner kargen Freizeit auch mit allerlei Phänomenen der Geometrie, der Physik und der Statistikerei. Wie es nun der sogenannte, aber durchaus berechenbare Zufall will, weilte ich am 20. Oktober des Jahres 1965 in London, um meinen Forschungen nachzugehen.
meine Freunde in dieser Stadt, allesamt geschätzte wissenschaftliche Koryphäen, die auch, wie jeder mannhafte Brite, der sportlichen Betätigung zugetan sind, drangen in mich, gemeinsam einem Fußballmatch beizuwohnen. So war ich, nolens volens, Augenzeuge des amikalen Länderspiels England gegen Österreich. Der Referee, ich vermute ein Herr aus Frankreich, übrigens in tadelloser, vorschriftsmäßiger Adjustierung, hat das Spiel nach 90 Minuten mit dem Spielstande von 2:3 für beendet erklärt. Es liegt mir nun ferne, diesem Herrn, den ich persönlich noch nie begegnet bin, ans Zeug zu flicken, jedoch hege ich gewisse Zweifel an der Korrektheit des Spielausganges. Meinen Beobachtungen zufolge, und ich kann Sie versichern, ich bin ein präziser Observateur, ging dieses Spiel torlos, das heißt 0:0 zu Ende. Ich ersuche Sie, dies in Ihren werten Statistiken zu vermerken und verbleibe mit den allerbesten Grüßen und Wünschen, Ihr Adam Riese. Die Welt ist alles, wo du Ball bist. Du führst zu hohem Glück und tiefem Elend. Ohne dich zählt kein Tor. Du steigst und fällst wie der Mond, bist Sündenball, ein Unball, der Schwindelgefühle entfacht, wenn du schwerelos ins Leere fällst. Du bist Orientierung und Richtung und leist Gewicht der Bewegung. Aus Ab- und Zuball wirst du Überball, Balle, Balle, immerfort. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Müde Spülhandschuhe durch die Noppen eines Ping-Pong-Schlägers, zu edlen Torhandschuhen erstarkt, wollten dich vorm Ziele fangen. Balle, Balle, Fieberort, rostig Schrauben in alte, schwere Schuhe mit grob genagelten Sohlen als Stoppeln eingedreht. Von unten sah man noch die Schraubgewinde und auf die Fersenhaut drückten die scharfen Eisengrate der halbrunden Köpfe, sollten dich zum Ziele treten, zwischen Teppichstangen klopfen, galvanisierten Torpfosten, an denen noch Wäscheleinen gespannt, wo Weißzeug zum Trocknen hinterm Tor wehte. Balle, Balle, Fieberort, Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Schmutzig und von Lehm besudelt wechselst du von Fuß zu Rist, von Kopf zu Knie, dann Schulter zu Brust, zwischen den riesenweißen Leintüchern und zu den Schreien Omo geforderter Mütter, die ihren Waschstolz beschmiert sahen. Solltest du an die Querlatte prallen, Calciotto, Bazooka, geballte Kräfte. Plastic Ono Football Group, give peace a chance, eine Begegnung von Ballverwandten und doch sich messenden Schulen statt Wimpeltauschen eine Kiste Bier gemeinsam in den Mittelkreis getragen, Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. FC Kurcafé, SK Schwimmbad, Fußball im Schnee, ein Professor, Hofrat und Erwachsene, fast alle schon Mitte 20, wuchsen wie Geister aus einer Thermosflasche empor. 11 Meter statt Hexameter. Kniehoher Schnee lag am trostlosen Campingplatz, der am Samstagnachmittag Tivoli, Prater oder Stadio del Luz werden konnte. Erst Schnee räumen, dann volle Bulle kicken. 11 Meter statt Hexameter. Du depperter Arsch, kannst nicht abgeben, eigensinnige Sau, Schimpf von Gegnern und Flüche von Freunden, drohende Fäuste gegen den Schiedsrichter, Dressen, die sich kaum unterschieden, die einen in hell und die anderen noch heller. 11 Meter statt Hexameter. Ein Pass daneben, einer der passte, hin und her passend, bis es passte. Feldbegrenzungen wurden bestritten, niemals wärst du aus gewesen. 1,5 Torbreiten bis zum Elferpunkt, den Strafstoß Fuß vor Fuß abgeschritten wie zu einer Exekution, die Entfernung des Schießkommandos auf den Punkt beäugt, eingebildete Eckfahnen wehten im Wind und von den nicht vorhandenen Tribünen grölten unsichtbare Fans. Kein Ersatzspieler zum Aufwärmen in vereinsfarbenen Trainingsanzug, kein Masseur auf der Bank, da ein Spitz, ein Vollrist und über dem Tormann klingeltest du im Kreuzeck. 11 Meter statt Hexameter. Die Augengläser des Goalies im Schnee, dicke Brillen eingedunkt in eisige Kristalle, Freund und Feind suchten den horngerahmten Schatz, unverzichtbare Hilfsaugen eines kurzsichtigen Buchhalters. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte.
Adam Riese und die Fußballregeln, Teil 2. Geschätzter Herr Adam Riese, es besteht unsererseits keinerlei Absicht, Ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten in Frage oder gar Abrede stellen zu wollen. Allerdings vom Fußballspiel und dem entsprechenden Reglement dürften Sie keinen blassen Dunst haben. Zur Sicherheit haben wir den damaligen Schiedsrichter, Monsieur Schwintet, befragt, der uns eitlers staatlich versichert, dass jenes Spiel, auf das Sie sich berufen, in korrekter Weise mit dem Spielstand 2:3 zu Ende gegangen ist. Wir ersuchen Sie, jedwede weitere laienhafte Einmischung in die Auslegung unseres Reglements zu unterlassen, verbleiben dennoch mit sportiven Grüßen der Beschwerdeausschuss der FIFA. Geschätzte Herren des Beschwerdeausschusses der FIFA, Ihre Antwort verwirrt mich keineswegs. Ich gehe sogar noch einige Schritte weiter und behaupte, dass nach heutigem Stand der Wissenschaft alle bisher nach ihrem Reglement durchgeführten Matches torlos ausgegangen sind. Dabei gehe ich davon aus, dass Sie in Regel 1 den Begriff voller Umfang des Balles wohl überlegt gewählt haben und nicht irgendein anderes Spezifikum kugelförmiger Gebilde gemeint ist. Um nach Ihren Regeln, meine Herren, als Tor zu gelten, müsste der Ball die Torlinie auf folgende Weise überschreiten. Der Ball bewegt sich um den eigenen Mittelpunkt vertikal oder horizontal oder auch dazwischen um 360 Grad rotierend über die etwa 12 cm breite Torlinie, indem er über dieser Torlinie quasi innehält, um die volle Rotation zu bewerkstelligen. Würde der Ball ohne volle Rotation einfach darüber rollen oder darüber fliegen, dann legte er ausschließlich einen Weg von etwa 12 cm zurück, nämlich die Breite der Torlinie, was nur ein Bruchteil seines vollen Umfanges von maximal 71 cm wäre, wie jedes Kind heutzutage an seinen Fingern nachzurechnen vermag. Reguläre Tore nach diesem Reglement zu erzielen, ist daher höchst unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich. Solch ein Fall ist vom Schiedsrichter auch kaum in einer Tatsachenentscheidung zu beurteilen, sondern nur in Superzeitlupe. Und diese Technologie dazu wird meinen Prognosen nach frühestens in etwa 40 Jahren zur Verfügung stehen. Ihr Adam Riese. Werter Herr Adam Riese, Ihre Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage. Folgten wir Ihren krausen Ideen, dann hätte es bis dato keinen einzigen Weltmeister, keinen einzigen Europameister, ja auch keinen einzigen Olympiasieger im Fußball gegeben. Wir fordern Sie dringend auf, Verleumdungen dieser Art, die jeden Liebhaber der schönsten Nebensache der Welt vor den Kopf stoßen, zu unterlassen. Das Präsidium der FIFA. The day I signed Thomas Bernhard, I knew he was going to be a success. He was already a success. The first time I saw him play out there in the sticks, I said to Dayglow, we've got to get him. He was the best centre forward I ever had in any team, in any league. He was fast, could beat his man left or right, take it turning or turning from behind. He was versatile, flamboyant, daring and bloody-minded. Though he did have that recurring hamstring injury throughout his career, and of course was infamous for the number of red cards he picked up, usually getting sent off for those irate bursts of flabbergasted irony against referees, brilliant invective, not to mention endless yellows for sniping or fouls, trips of the heels from behind, wild late tackles, digs in the ribs or even elbows in the face. Still, Bernhardt was a genius on the ball as soon as he received it, and of course, he was our top scorer for 4 seasons running. He could shoot from any angle, loved to dribble his way
in and out of as much trouble as possible, and delighted in baiting the opposition with his showboating. Thomas Bernhardt, a centre-forward like they don't make him no more, led everyone a merry dance for years. I never know why he never won the European Footballer of the Year award. He never got flustered, always kept his cool, even when he was being booed by the home fans for having beaten 6 of the best of his own defenders and smashed home yet another own goal. He didn't care. He knew he'd finally score us one more to get the win. At the end, when the hamstring got to him, I always wondered why he insisted that I sell him to the Farmers' Union. He was a player, for sure. He played all his career for a foreign team, even for a foreign country. But I'm glad he did. Without Bernhardt, he would never have won so many Bookers and Whitbreads. On the recreation ground towards the end of the 60s, me, my dad and a sluggish ball. Inching closer, a boy, new to me, with pleading eyes and silky hair. Go away, buzz off, don't pass to him, Dad. But 2 minutes later we were passing back and forth, and I'd found the best friend, Stevie boy. I marvelled at your George Best boots, how you masked your lack of skill with trashy fan club shirts. Put salt in the wash and the colours won't bleed. Your walk an informed copy of a player's off-duty strut. Girls' fringe, bubblegum cards, swap you Alan Brillcream for Brian Trombone, assuming the frozen positions of players caught in action without the necessary movement between frames. You were truly rubbish, Stevie boy. To have you on my side was to receive a thrashing, but I always picked you first, so languid glamour in your limbs might rub off, bathe me in a lucky light. You run as if your boots were like ambles, tethered to cannonballs, as if the coarse park grass gripped your puppy angles like constricting, knotted snakes, as if the dry bleached dog shit dazzled, sent you in a spin, feebly jigging to no effect, ball bouncing away somewhere else, till you landed in a gasping heap next to, but never on, a turd of more recent provenance. When the others tired of your limitations and the comic effect of hopelessness palled, off on our own then, sunlit clearing along a leafy path, squeezed between Barb's garden and the allotments, a yellow plastic ball, 1,000,000 times scarred and scored, never punctured, goal, 2-1. Vintage parchment, sweating cheese, a braised gelatinous globe of brimstone, beatified ball for a season, colour of Barb's lemonade, colour of our piss, of the Brazilian shirts, a rattling in flight but not in the hand, filled up north with 1,000 flies that made it float, 4-2, with bees, with butterflies, mystic trajectory entrancing, run, follow the floating orb, 6-3, sun coming through citrus, picking out the toiling insects, that blessed ball had a life of its own, could dodge hedgehogs, 6-4, could gild the sun and suspend time, and suspend the clocks, can't hear the birds singing, not aware of a world beyond Aunt Barb's garden and the first row of beans. Just you and me, Stevie boy. I'm Jarzino, you're Bobby Moore. It's sweltering in the Aztec, 200,000 down in the cauldron, 8-4. No breeze at all. Run, run to keep cool. Will that ball ever come back down? My shirt billows, cuffs flapping, great strides nearly flying, great curls of golden hair flowing. I'm about to score, just me, my limbs and my cobblers, all that's left in the world. This is how you move, Stevie boy. This is Jarzino, Rivellino, Tostel, Pelé. Aware, though, of the dissenting voices. Something wrong with those boys. That's no way to play football. Get stuck in, son. No, this is the Brazilian way. You don't get out of breath or spoil your clothes. Goal, 10-4. Phew, I'm parched. You could fry an egg on my thighs. The floodlights made the pitch a green only seen in aquarium weeds. The players, darting gaudy fish, trailing 4 shadow fins.
Dad let us go down behind the goal where the knot of rough boys were. Don't let Dad hear you swear, Stevie boy. Don't lose him. Remember where he is. 15 rows back in a sea of floodlit faces. Huge standing out, muttering, oh bother, or my giddy arm. As each attack feebly petered out, a bigger face containing all the smaller ones. Big tree in a forest. Us saplings down the front. You gonna get your flipping heads kicked in? Or 7 boys we are here, war, war. 7 boys we are here, war, war. 7 boys we are here, we duck your women and we drink your beer. 7 boys we are here, war, war. Did you say fucking? No, I said flipping. Next time I'll say it though, if Dad's not looking. Das erste Auswärtsspiel und eine gemeinsame Bahnreise. 2 Orte weiter im Tal. Die Gegner wussten von nichts. Ihr Kapitän musste erst die Mannschaft zusammentrommeln. Ross bis in den Oberschenkel hinken. Ein Trauerspiel. Nebereien, Ledereien, Lederschuhe auf Lederwuchtel. Schienbeinschützer, Sensenschwinge und Gummizüge an den Stutzen. Unten. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Ohne dich kein Tor, kein Spiel, du bist der Ball, lass dich treten, hauen, wolle übernehmen, damit du fliegst wie ein Vogel. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Gefangen in den Maschen, dein Flug beendet, eingenetzt. Du erblicktest in einem Nähstall, nicht zu Weihnacht und ohne Stroh das Licht der Welt. Keine Chirurgen, die an dir herumdokterten und keine Hebammen fingen. Nein, Kinderhände stülpten deine Innenseite nach außen, kneteten und vernähten dich, um dich schlussendlich in eine Schachtel zu stecken. Eigentlich sahst du aus wie Frankenstein, ob deiner groben Naht, mit der man den Einschubschlitz für deine Seele verknotete. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. 2 lose Lederriemen baumelten locker aus den in dich gestanzten Löchern und das Braun deiner Farbe wurde mit jedem Tritt blasser. Nach 5 Spielen warst du von Rissen zerfurcht, glichen einer Landkarte mit eingravierten Straßen und Wegen. Dein Name war Bazooka. Du warst das Geschenk, das einem für 30 Kaugummischleifen per Post zugeschickt wurde. Du warst ein Glücksball. Kinderaugen sahen offen und freudig auf dich herunter, wenn du voll aufgeblasen am Küchentisch oder auf den Bodendielen lagst. Du warst rund und frisch gefettet, ein Abbild der Erdkugel, denn für viele bedeutest du die Welt. Du warst der hehre Lotus, der den Horizont erleuchtet. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte, Balle, Balle, immerfort. Als du in das Haus jenes erwartungsvollen Jungen geliefert wurdest, konnte der noch nicht einmal seinen Namen schreiben. Doch schneller als seine Mutter ihre Unterschrift auf die Empfangsbescheinigung gesetzt, warst du schon aufgepumpt und am Spielplatz. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Mit Stolz und Freuden wurdest du herumgereicht, von Kinderfingern betastet und voll Neid bestaunt. Du warst ein Seltenfall, ein echter Lederball. Dass du auf keinem genormten Fußballfeld deine Taufe erlebt, sondern zwischen 2 Pullovern zum ersten Mal über eine gedachte Torlinie kullertest, galt nicht minder für den Ausgang des Spiels. Nur als du ins virtuelle Lattenkreuz düsteste, war das für die verteidigende Mannschaft alles andere als eindeutig und sie glaubte dir nicht. Calciotto, Bazooka, geballte Kräfte. At the start, or even 10 years into the game, the matrix has not yet started to bifurcate. Everything is possible. Everything is open within the framework of limitations and potentiality is still intact, but from 01.01 the countdown is on. The entropy tree is growing. With every past, perfect or misplaced, your time is dwindling and the odds are shifting. If you listen very carefully and put your ear to the sole of your boot, you can hear the grass growing, even as your studs sink into the forest of blades. Mud on your wet shorts grazes on your knee, cold in the winter.
At half-time, the oranges never tasted as good. Bags on bike handlebars, plastic bottles of lemonade and Lucozade, the ball and a reserved one too in net shopping bags. Over the field, everyone comes along and wants to. A caravan of bikes, all colours and sizes. The older ones and the younger ones who can't play properly. The taller ones and the smaller ones, the skillful ones and the useless ones. Those who are deadly serious and those who never play properly. Come along if you want to. Get beaten, get bullied. We need the numbers. To find the back of the net, the best way is just to dribble and shoot. Dribble and shoot. So you can move the goalpost. They're only a pile of pullovers anyway. Beneath your boots, the grass springs back. I am the grass, and I hide bumps. I wear thins down to mud on winter afternoons. In the blue and yellow acid mists of dawn, though, the dew on Totteridge playing fields crackles and pops like Rice Krispies. Game without frontier. Spiel ohne Grenze. Morphopoetischer Versuch einer Öffnung. Bruno. Thatcher, rechts! Zog sich einen Falken. Margaret! Kreisky links. Clement, Rainer links. Lass sie sein von diesen, die mit ihren Füßen. Karl. Attlee links! Alfons. Heath, rechts, Schläfst du, mein schöner Torwächter? Edward! Torbach rechts. Sir Alec Winston, Fiege rechts. Sag ihm einer was Fußball. Leopold. Churchill rechts! Josef. Macmillan, rechts, Alles, was den Sommer durch in Freuden war. Harold! Klaus rechts. Sinowatz links. Er passt, er rast, er zielt, er schallt. Fred. Mitte! Neville George, Mitte, Ändert die Farbe des Regens. Robert Anthony Baldwin rechts! Wilson, links, Wolfgang. Blair links! Folgt Schritt für Schritt. Tony, Schüssel rechts. James! Durch zahlreiche Tore des Volkes kein Auspapier. Alfred. Callaghan, rechts, James Ramsey Balfour rechts! Tönen von Wohlart und weichem Wahnsinn. Gosenbauer links. Gordon, rechts, Sich auf den Rasen niedersetzen. Andrew Bonar Brown links! Arthur James MacDonald, links, Eine neue Sprache des Raumes. James Harold Douglas Home rechts! Franz. Major, rechts, Wir wollen uns des Spiels freuen. Tom. Ralitski links. Stanley Hagan, rechts, Mit immer frischem Glanz. Theodore Chamberlain rechts. Europa. Adam Riese und die Fußballregeln, Teil 3. Werte Herren des Präsidiums der FIFA, da Sie mir keinen Glauben schenken und meine Erkenntnisse sozusagen mit Füßen treten, schlage ich Ihnen folgendes einfaches Experiment vor. Sie benötigen dazu nur ein Tor mit Torlinie und ein dünnes, gerades Holzstäbchen in der Länge des maximalen vollen Umfanges eines Balles, also 71 cm. Legen Sie dieses Stäbchen so auf die weiße Linie, dass es weder auf der hinteren Längsseite noch auf der vorderen Längsseite die Außenkante der weißen Linie überragt, sondern haargenau mit diesen abschließt. Sie werden sehen, dies ist nur in zwei Positionen, und zwar in den Winkeln
von 15 Grad bzw. 165 Grad zur Torlinie möglich. Und diese beiden Winkelpositionen, meine verehrten Herren, nämlich zwischen 15 Grad und 0 Grad, beziehungsweise zwischen 165 Grad und 180 Grad zur Torlinie, sind jene Bereiche im Spielfeld, aus denen nach ihrem Reglement ein korrektes Tor erzielt werden kann, also der Ball in seinem vollen Umfang die Torlinie überschreiten kann. Doch auch dabei müsste der Ball eine Rotation von 360 Grad um den eigenen Mittelpunkt beschreibend die Torlinie überfliegen oder überrollen. In jedem anderen Winkel zur Torlinie, also zwischen 15 Grad und 165 Grad, ist das korrekte Erzielen eines Tores ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hoffe Ihnen mit meinen Ausführungen nun im vollen Umfang und endgültig gedient zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr Adam Riese. Presseerklärung der FIFA am 28. Mai 2008. Um immer wieder auftretenden Irritationen vorzubeugen und in Anbetracht der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz und in Österreich weist das Regelkomitee der FIFA auf die vor kurzem beschlossene Änderung im Reglement hin. Regel Torerzielung, auch Adam-Riese-Regel genannt. Ein Tor ist gültig erzielt, wenn der Ball vollständig die Torlinie zwischen dem Torpfosten und unter der Querlatte überschritten hat, ohne dass die Regeln vorher von der Mannschaft übertreten wurden, zu deren Gunsten das Tor erzielt wurde. PS: Die Regel der Torerzielung bei fehlenden Querlatten wurde ersatzlos aus dem Reglement entfernt. Einmal spielten sie dich auf einer Wiese am Inn, und ein unbedachter Schuss lieferte dich in die starke grüne Strömung. Der ungeschickte, zielsäumige Torjäger sprang dir nach und hatte vergessen, dass er kaum schwimmen konnte. Fische und Krebse kannten dich nicht. Beinahe frech grinsend schwapptest du tänzelnd auf den Wellen, leicht und behend, nicht wie der verzweifelnd nach Luft schnappende, mit Kröten und Quappen kneifende Kopf des Knaben, der nicht wusste, wie ihm geschah. Doch wie von Zauberhand wurdet ihr beide aus der stinkigen Brühe gefischt, der Bruder des bleifüßigen Ballbuben war vorausgesprintet und mutig in die strudelnden Fluten gehechtet. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. 3 Wochen später stellte ihn Heinz Konrads in seiner wöchentlichen Fernsehsendung als tapferen Lebensretter vor, ohne dich auch nur mit einem Wort zu erwähnen. War das der Grund, dass du später einen Seelenarzt suchtest, oder waren es die grässlichen Stahlstummel, die von den Sohlen der Stürmer und Stopper glänzten, vor denen du dich so fürchtetest? Die schürften und kratzten an deinem Leder, rissen faltige Gräben in deine gegerbte Haut und drangen an deine Seele. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte, Balle, Balle, Fieberort. Hart waren die Zeiten, als noch Stahlkappen die Schuhspitzen verstärkten. Nie tratest du glänzender und beeindruckender auf den heiligen Rasen als damals, wo dich ein echter Schiedsrichter aufs Spielfeld trug und du nach dem ersten Tor gleich von 3 freudig jubelnden Spielern aus dem Netz gefischt wurdest. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Keiner weiß mehr, wo und wie dir die Seele entrissen, wann deine Haut zu Markte getragen wurde. Es war wohl um diese Zeit herum, die da gefroren hinter uns im Bild ersteht. Von da an wurdest du selbst Kindern langsam zu schwer und behäbig, nicht bloß weil dir, Alter, die Luft ausging, sondern weil ein schleichender Geist vom Spielbesitz ergriffen hatte. Der Körper spiegelt die Seele, Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Du wurdest geklont und zu Millionen vervielfacht zu seelenloser Dutzendware, die man verschenkt und vergisst und die, einmal verloren, dennoch 100-fach wiederkehrt. Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Ein Dämon der Vervielfältigung war in dich gefahren.
Calciotto, Bazooka, geplatzte Nähte. Du Ball bist rund und ohne dich kein Spiel. Gol, gol, gol! Jakub Poludit! Cinquaule, wow von lei. Ngi, Oskund, Blebred! Mali, niet maar Segwan. Gol! Jakub Poludit! Ela, fapenatona! Floss, Osk, Krullet, Moptop! Goal! Esnem Isabel. Skam, Todit, Mama Protect! May 2008. White House Nuclear Energy World Corporation Premiership. Points of energy 1, sources of beauty 2. St Elmo's fire 5, the abyss 0. Ducks 1, drapes 2. Fabric of lies 6, the truth 1. Dictators United 2, resistance 2. Man United 0, America Gunners 4. Past Hotspurs 1, Now City 0. Now Rovers 0, Futurists FC 0. Brightness Pools 3, Water Ripples 3. Slaughterhouse United 6, The Animals 0. Berlusconi World Bank Ferrari TV Cocaine Championship. Running Scared 3, Double Entendres 4. Forceps 0, Penn Athletic 1. Flash Kits 4, Workers Disarray 1. Be More Radical 7, Haiku 3. The Body 1, The Mind 1. Spirits 3, Hearts 2. The Sun 1, The Moon 0. Smokers United 0, Non-Smokers United 1. Men 1, Women 2. Questions 1, Answers 1. Mind the Gap versus the Fall, postponed due to cracks in the pitch. Nikkei Indo-Chinese Orphan Workers League 2. God 3, Humanity 1. The Solar System 0, the Milky Way 0. Feet Athletic 2, Hands United 2. Childhood 5 billion, adulthood 0. Christianity 1, Islam 1. Buddhism 0, Hinduism 0. Judaism 1, the ancient Egyptians 1. Alchemy 3, the Druids 5. Richard the Lionheart 1, Saladin 1. Plato Rangers 1, Aristotle United 1. Science versus the Poetic Imagination, postponed due to rain. And Robert Mugabe's Jeffrey Archer Prison Guards Gillette League. Universal Justice 1, Injustice Universal 1. The number 1, 0, 0, 1. Tears 4, Laughter 4. McDonald's 6, the Amazonian rainforest 0. Chalk 1, Cheese 1. Illusion 0, Reality 1. Reincarnation 6, Sex 6. Desire 5, Nature 3. Reason 2, Intuition 3. These were the Eternity League football results for 28th May 2008. England, 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 England. There we are, sir, at your grave. Thought we'd never find that fucking
Martin place, condemned to forever walk the face of the earth. Yeah, endlessly analysing how the bleeding Austrians beat us in our own I backyard. mean, it's barely 20 years since they were bombing us out of our house and home, and now they want to beat us at 42. Yeah, but that wasn't the Austrians, Ted, that was the Germans. Yeah, but old Alf with one ball was Austrian, wasn't he? You remember my fish pond? Concrete was barely dry before the bombs buried it in rubble. And me, Kazi, the bastard. Well, still, forgive and forget, hey Ted, it was only a friendly after all. The game, I mean, not the war. And those Austrians who sat next to were a nice bunch. Can't blame anything on them. No. That Dieter and Janos, salt of the earth types. Fancy that Dieter's missus, though. Oh, nearly gave me the arm. Well, you should certainly be stiffened up by now. Yeah, when the kids my head went straight through my head. Yeah, that's because you're a bleeding ghost, Ted. Well, don't know about you, but I'm ready for my lonely bed. Good night, Ted. Good night. Sleep tight, don't let the maggots bite. Well, that was a good game, hasn't it? Yeah, we've always got a good chance if Bobby plays. Dum. 46 minutes. That's with injury time as well. Nicht minder.